Die neuesten Studien haben gezeigt, dass man bei weniger als 7 Stunden Schlaf pro Nacht wahrscheinlicher einen Herzinfarkt bekommt, Depression, Diabetes, Schlaganfall, du wirst fett, das Immunsystem bricht zusammen und du wirst im Grunde früher sterben. Schlaf ist kein Luxus, Schlaf ist eine Notwendigkeit. Wir schlafen ungefähr 1/3 unseres gesamten Lebens und deshalb ist auch klar, dass es in Videospielen eine gewisse Rolle spielt. Es gibt sehr viele Facetten von Schlaf im Gaming. Es kann etwas Positives sein, etwas Negatives, es kann das Fundament eines gesamten Spiels sein und dich in andere Welten abtauchen lassen, ähnlich wie es Schlaf im echten Leben macht. Ich will mir heute anschauen, auf welche Art und Weise Schlaf in Videospiele integriert wurde, denn es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Wege, dieses menschliche Bedürfnis selbst in der virtuellen Welt eine große Rolle spielen zu lassen. Fangen wir an, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Beginnen wir am besten, indem wir sagen, dass Schlafen mächtig ist. Im echten Leben hilft uns Schlafen bei unserer Regeneration, wenn wir erkältet sind oder uns verletzt haben. In Videospielen wird das allerdings ein wenig aufs nächste Level gehoben. Du kannst buchstäblich von Monstern nahezu tot zerfleischt worden sein und eine Mütze Schlaf lässt dich wieder zu neuem Glanz erstrahlen. Das ist wohl auch der Grund, warum man nie so etwas wie Ärzte in solchen Spielen sieht. Die hätten keine Arbeit. Jeder Einwohner dieser Welt kann einfach schlafen und man fühlt sich wie neu geboren. In wenigen Ausnahmen wie Earthbound gibt es sowas wie Krankenhäuser, um Statuseffekte zu heilen oder verstorbene Mitglieder der Party zurückzuholen, aber meistens reicht ein Nickerchen vollkommen aus. Dabei ist die Qualität des Schlafs scheinbar auch egal. In vielen älteren RPGs wie die ersten Final Fantasy Ableger gibt es das Zelt-Item. Damit kannst du förmlich überall auf der Overworld einfach ratzen gehen und bist anschließend komplett geheilt, als wäre das der erholsamste Schlaf aller Zeiten gewesen. Ich weiß nicht, ob ich hier in die REM-Phase kommen würde. Spätere Final Fantasy Spiele beziehen den Fakt der Schlafqualität aber tatsächlich mit ein. Das gesamte System in Final Fantasy XV funktioniert so, dass man XP nach einem Kampf bekommt, man diese XP aber nicht direkt benutzen kann, um sich aufzuleveln. Das kann man nämlich erst machen, wenn man schlafen geht. Hier passiert das tatsächliche Aufleveln, was Schlafen absolut notwendig macht. Je nachdem, wo du schläfst, wird noch ein gewisser Multiplikator auf deine XP gerechnet, was das Schlafen in einem krassen Hotel direkt viel wertvoller macht als beispielsweise auf einer Raststätte. Dafür kostet es aber auch direkt viel mehr Geld. Man muss also so ein wenig abwägen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich Final Fantasy XV in solchen Videos immer erwähne, weil ich gefühlt alles an dem Spiel ultra cool finde, außer die Main Story, also der Hauptteil des Spiels. Wusstet ihr übrigens, dass Giraffen nur 2 bis 4 Stunden am Tag schlafen und das sogar im Stehen? Kurzer Schlafen-Fun-Fact am Rande. Abgesehen von den ganz klaren Vorteilen wird Schlafen auch oft für Quality-of-Life-Features benutzt. Man braucht eine Mechanik, um Zeit vorzuspulen. Ja gut, lass den Spieler einfach schlafen. In Minecraft ist Schlafen besonders stark, da man nicht nur die Nacht überspringt, sondern auch seinen Spawnpoint damit setzt. Komplette Bad Wars basiert auf diese Mechanik und ich würde behaupten, dass Bad Wars mein Leben unironisch besser gemacht hat. Also danke, dass es das gibt. Besonders bei Spielen, die nach einem gewissen Rhythmus funktionieren wie Outer Wilds, kann eine solche Zeitvorspulfunktion super nützlich sein. Das Spiel funktioniert quasi so, dass alles getaktet ist. Man erforscht ein Sonnensystem und bestimmte Events passieren nur zu einer bestimmten Zeit. Wenn man etwas verpasst hat, kann man also statt nochmal ewig darauf zu warten, einfach dösen gehen und die Zeit zu einem bestimmten Moment vorspulen. Quasi also wie in Majora's Mask, nur dass man hier statt zu schlafen die Nacht mit einer Vogelscheuche durchtanzt. Also das Normalste der Welt. Das Tier, das übrigens am meisten schläft, ist der Koala mit 20 bis 22 Stunden am Tag. Die pennen also quasi einfach ihr gesamtes Leben. Python-Schlangen sind nur knapp dahinter mit 18 Stunden und das Besondere an ihnen ist, dass sie mit offenen Augen schlafen, was unfassbar cool ist. Schlafen ist nicht immer etwas Gutes. Es gibt den Running Gag in Kirby-Spielen, dass man die Schlaffähigkeit bekommen kann. Jede Fähigkeit, die Kirby durch das Aufsaugen von Gegnern bekommen kann, bringt irgendeinen Vorteil mit sich, außer die Schlaffähigkeit, denn mit der pennt er einfach ein. Das war's, er pennt einfach. In vielen Turn-based RPGs ist Einschlafen ein negativer Statuseffekt, der es oft unmöglich macht, für eine gewisse Anzahl an Zügen zu agieren. Manchmal wacht man von alleine auf und manchmal muss man extra
besondere Items benutzen, wie den Wakey Dust in Dragon Quest. Viele RPGs geben einem auch die Möglichkeit, sich direkt im Vorhinein vor dem Einschlafen zu schützen, wie der Wake-Up-Pin aus Mario RPG. Es gibt also eine gewisse taktische Bandbreite, wenn es um Schlafen geht. In Pokémon gibt es zahlreiche Moves, die den Gegner zum Schlafen bringen. Eine beliebte Combo an Moves im Competitive Play war eine sehr lange Zeit Rest im Zusammenspiel mit Sleep Talk. Setzt man Sleep Talk ein, während man schläft, wird eine zufällige Attacke aus dem Moveset des Pokémons ausgewählt, also quasi eine Möglichkeit, trotz des Schlafens doch noch was machen zu können. Rest auf der anderen Seite sorgt dafür, dass man selber einschläft, dafür aber das gesamte Leben des Pokémons wieder vollständig geheilt wird. Man nutzt diese beiden Moves also, um erstmal mit Rest einzuschlafen und sich zu healen und trotz des großen Nachteils des Einschlafens trotzdem noch agieren zu können. Ein großes Manko an dieser Strategie ist offensichtlich, dass diese beiden Moves 2 Slots des Pokémons kosten, also die Hälfte aller Slots, die zur Verfügung stehen, und es wie gesagt random ist, was Sleep Talk für eine Attacke auswählt. Das komplette Aufheilen kommt also zu einem gewissen Preis. Rest ist übrigens genau derselbe Move, den Pummeluff in den Super Smash Bros. Spielen kann. Er ist aufgrund der kleinen Hitbox bekannt dafür, relativ schwer zu hitten zu sein, aber wenn man ihn trifft, wird der Gegner quasi vernichtet. Wenn man ihn nicht trifft, wird man dafür aber relativ sicher getötet, da sich Pummeluff nun im Land der Träume befindet. Apropos Land der Träume. Catherine ist ein Spiel, das quasi der reinste Fiebertraum ist. Tagsüber durchlebt man den Alltag von Vincent, einem normalen Typen, der sein Leben garantiert unter Kontrolle hat und jeden Tag in eine Bar saufen geht. Nachts ist allerdings da, wo der Albtraum anfängt, also buchstäblich. Man wird auf einmal zu einem Schafmenschen, überall sind Schafe und wir durchleben quasi den Average-Albtraum. Das Spiel ist in 2 geteilt, könnte man sagen. Einmal der Wachzustand, in dem wir mit Leuten reden und mit der Story fortfahren, und einmal der Traumzustand, wo wir Platforming-Rätsel lösen müssen, um den Turm lauter Würfel zu erklimmen. Das Besondere an dem Spiel ist, dass der Wachzustand mit dem Traumzustand zusammenarbeitet. Beispielsweise entscheidet der Drink, den wir in der Bar trinken, was für Vor- oder Nachteile wir während der Traumlevel haben werden. Vom Prinzip her ist es also so ähnlich wie ein Persona-Game. Es ist vom selben Team wie die Persona-Games. Etwas mit Träume zu tun hat auch Dreams, das PlayStation-Videospiel, in dem man Videospiele erschaffen kann. Quasi also sowas wie Roblox, nur ohne Kinderscam. In Animal Crossing hat man die Möglichkeit zu schlummern. Das Spiel läuft in Echtzeit, das heißt, es ist auch im Spiel nachts, wenn es bei uns nachts ist. Hier können wir keine Zeit vorspulen, wenn wir schlafen gehen. Das müsstet ihr dann schon illegalerweise auf eurer Konsole machen und ich hoffe, ihr fühlt euch schlecht dabei. Stattdessen könnt ihr mithilfe der Schlummercodes die Inseln von anderen Leuten besuchen. Ihr besucht diese nur im Traum, das heißt, ihr könnt nichts an dieser Insel verändern oder mit Leuten interagieren. Es dient quasi nur dazu, sich fremde Inseln anzugucken, zum Beispiel um sich für seine eigene inspirieren zu lassen, was schon eine coole Funktion ist. Sowas ähnliches hat Pokémon auch mal versucht mit der Pokémon Dream World, nur halt etwas abgespeckter. Man konnte sein Pokémon aus Schwarz und Weiß mit Hilfe der Global Links in das Browser-Game schicken und dort kleine Sachen erledigen wie Beeren anbauen oder sogar fremde Pokémon finden, die man dann zurück auf sein DS-Spiel schicken konnte. Es trieft vor frühe 2000er Internet-Feeling, aber genau das macht es irgendwie so charmant. Schade also, dass der Dienst kurze Zeit später direkt wieder eingestellt wurde. Kingdom Hearts hatte mit Dream Drop Distance ein ganzes Spiel, das sich sehr um den Schlaf dreht. Wir spielen als Sora und als Riku in 2 separaten Storylines. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es die Drops gibt. Die Drops geschehen, wenn der Timer unten rechts abgelaufen ist und bedeutet essentiell, dass der Charakter, den man gerade spielt, einpennt und man zum anderen wechselt. Eine sehr interessante Möglichkeit, 2 verschiedene Storystränge miteinander zu kombinieren. Man schläft ein und man kann nichts dagegen machen. Hier liegt aber, denke ich, auch die größte Schwäche an dem System. Man kann die Drops durch bestimmte Items hinauszögern, aber im Grunde bist du ihnen vollständig ausgeliefert, was dazu führen kann, dass man einfach mit Bossfight einpennt. Man kann gerade eine Quest machen, einpennen,
wiederkommen und keine Ahnung mehr haben, was genau man gerade eigentlich machen muss. Trotzdem ein sehr interessantes Konzept, das ich so vorher noch nicht kannte. Das Konzept vom WarioWare Gamer Minispiel kennt aber wohl jeder aus seiner Kindheit. Man spielt auf seiner Konsole und man darf nicht von seiner Mom erwischt werden und muss schnell so tun, als würde man schlafen. Man muss aber aufpassen, denn tut man zu lange so, als würde man schlafen, wird man tatsächlich müde und ratzt ein. Die Aufmachung davon ist super gruselig gemacht mit einer Soundkulisse, wie man sie von einem Horrorfilm erwarten würde. Wahrscheinlich ist es aber genauso, wie ein Kind seine Mutter in dem Szenario wahrnimmt. Man sieht, Schlaf wird in Videospielen auf mehr Weisen integriert, als man erstmal vermutlich denkt. Verwundern tut es mich nicht, da der Schlaf so einen großen Teil unseres Lebens ausmacht, selbst wenn wir diesen Teil nicht wirklich aktiv mitbekommen. Während unseres Alltags, der oft von Stress bestimmt ist und einer Aufgabe nach der nächsten, vernachlässigen wir diesen Teil manchmal zu sehr, obwohl er so wichtig für unsere Gesundheit ist. Vielleicht sollten wir es dem Koala gleich tun und ein bisschen mehr auf unseren Schlaf achten.